Slingshot SST, ein altbekannter Name, aber ein völlig neues Kleid. Der SST V6 ist eine vollständige Neukonstruktion und hat mit dem alten Modell nichts zu tun. Wir haben hier eine 4-Punkt-Waage ohne Pullis. Für die Steuerleinen gibt es zwei verschiedene Anknüpfmöglichkeiten zur Anpassung der Drehgeschwindigkeit und des Bardrucks. Sofort ins Auge fallen als Unterschied hier zum Vorgängermodell die wirklich sehr dünnen Quertubes. Bei Slingshot werden sie Microstruts genannt. Leinenabweiser gibt es nur am Ende der Fronttube, da die Waage sehr kurz gehalten ist. Beim B- und Entlüften bleibt alles beim Alten. Wir haben ein großes klassisches Inflate- und Deflate-Ventil und ein zusätzliches Deflate-Ventil auf der anderen Seite der Mittelstrut. Die Fronttube ist mit einer Kedernaht verschlossen und von der Innenseite gedoppelt und einfach vernäht. Wie bei allen Slingshot-Kite-Modellen gibt es hier ein Vierfach-Ripstop-Material. Auf beiden Innenseiten der Tips gibt es jeweils eine Gurtbandschlaufe, falls man sich mal selbst retten muss. Das Flugtuch ist sehr weit in die Tips hineingezogen, nur am äußersten Ende gibt es einen schmalen Bereich von Dacron. Damit die Hinterkante nicht flattert, gibt es eine Kunststofflatte auf beiden Tippseiten. Der Rest der Abrisskante ist durchgehend mit einer Tuchdopplung versehen und kleinen dreieckigen Patches, um hier einen vorzeitigen Verschleiß zu verhindern. Die Microstruts sind jeweils mit einer Zickzacknaht am Flugtuch befestigt. Aufschlag- und Scheuerstellen sind mit Neopren oder Cordura-Patches verstärkt. Klar, und die Tuchdopplung im Übergang der Fronttube zum Flugtuch darf hier natürlich auch nicht fehlen. Der neue SST V6 hat im Gegensatz zu seinem Vorgänger ein deutlich erhöhtes Aspektratio. Wir haben hier eine sehr schnell und gleichmäßig anliegende Strömung mit einem wirklich durchweg gleichmäßigen und konsequenten Vortrieb. Ob man das Ganze vergleichsweise bei sehr wenig Wind am Foil benutzt, auf dem Twin-Tip oder mit dem Waveboard, hier hat man wirklich halt ganz klar Freeride-Leistungen zu verzeichnen. Getestet haben wir insgesamt 6, 7 und 9 Quadratmeter. Obwohl er im Verhältnis wirklich eine dünne Fronttube und auch diese super dünnen Querstruts besitzt, wandert er nicht an den absolut äußersten Windfensterrand. Er bleibt einen kleinen Tick davor tiefer stehen und hält dort gleichmäßig seine Strömung. Insgesamt ist das Höhelaufen mit dem SST V6 einfach, wenn es aber auch hier nicht um die absolute Höchstleistung geht. Klar, wir haben eine komplette Neukonstruktion, dementsprechend haben wir eine neue Geometrie, deshalb haben wir auch ein geändertes Bar-Feeling. Wir haben im Vergleich zum Vorgängermodell etwas höhere Haltekräfte und geringere Steuerkräfte. Da muss man sich im Unterschied natürlich, wenn man den Vorgänger gewohnt ist, mal kurz dran gewöhnen. Da aber in puncto direkter Lenkreaktion keinerlei Verzögerung stattfindet, also das Ganze hier doch auch insgesamt recht knackig ist, hat man in allen Disziplinen schnell das richtige Gefühl über den Stand des Kites im Windfenster. Vergleichen wir nur den rein rassigen Wave-Bereich und das Ganze im Vergleich zum Vorgänger, so ist das neue Modell insgesamt ein klein wenig physischer. Er dreht im Vergleich weiterhin eng und rund, aber er hat halt im Vergleich zum Vorgänger hier deutlich an Fluggeschwindigkeit dazu gewonnen. Das ist auch ein Punkt, warum die Progression des Schirms insgesamt etwas höher ausfällt als beim Vorgänger. Das wirkt sich positiv in der Welle beim mitgelenkten Style aus, aber auch in Kombination mit dem Foil oder auch am Twin-Tip sind die Leistungen hier gesteigert. Besonders was gerade das Sprungvermögen angeht, hat hier der SST doch einiges zugelegt.
Für denjenigen, der hier das Strapless Freestyle Programm absolvieren möchte, dem kommt natürlich auch dieses erhöhte Sprungvermögen definitiv zugute. Allerdings darf man nicht vergessen, die beschriebenen Eigenschaften und auch der etwas tiefere Stand im Windfenster mit der Kombination, dass er eine höhere Fluggeschwindigkeit hat, auch partiell mal leichter nach vorne schießt, dadurch mehr Progression entsteht. Da bedarf es doch erstmal einer kleinen Gewöhnung an das neue Konzept, um hier jeden Trick halt wieder hundertprozentig sauber stehen zu können. Hat man sich an das geänderte Timing gewöhnt, so sind auch hier sehr hohe Leistungen möglich. Beim reinen Welleneinsatz zeigt er sich insgesamt sehr variabel. Mitgelenkt, wie erwähnt, ist er hier wirklich flott unterwegs und lässt sich halt präzise steuern. Eher gestellt muss man darauf achten, ihn wirklich nur in einem kleinen Windfenster zu belassen, damit er da einen guten Drift erzeugt. Je mehr die Bedingungen offshore sind, desto leichter lässt sich das Ganze natürlich vollziehen. Hier hat er dann halt wirklich auch eine sehr gleichmäßige und schöne Positionierung. Da er, wie schon erwähnt, halt wirklich auch mittlerweile sehr gute Freeride-Gene besitzt, haben wir auch den Wasserstart mal im Rückwärtsstartmodus probiert. Das funktioniert hier auch bei sehr wenig Wind sehr einfach. Was bedeutet eigentlich für den Wavekite, dass der Freeride-Einsatz hier dementsprechend noch besser geworden ist? Es liegt einfach daran, dass diese Fluggeschwindigkeit, die höhere Streckung des Kites insgesamt dafür sorgen, dass die Sprungeigenschaften mit dem Twin-Tip oder auch mit dem Foil absolut außerordentlich erwähnenswert sind. Das macht hier jederzeit halt sehr viel Spaß. Die Direktheit der Lenkung, das Ganze kommt halt beim Foilen auch mit sehr wenig Leinenspannung aus, aber auch die Kontrollierbarkeit und das Deep-Power-Vermögen, wenig Querzug vor dem Absprung beim Twin-Tip sorgen dafür, dass es wirklich begeisternde Momente gibt in diesem Bereich. Man kann dementsprechend feststellen, dass der SST V6 in puncto Vielseitigkeit deutlich dazu gewonnen hat. Aus einem rein rassigen Wavekite mit guten Allround-Eigenschaften ist jetzt hier ein Schirm geworden, der ein guter Wavekite ist, aber auch genauso gut mit dem Twin-Tip funktioniert oder auch am Foil seine Leistung präsentieren kann. Wer mit dem Schirm in der Welle fahren möchte, sollte insgesamt entweder den vorgelenkten Stil bevorzugen, dann ist das Ganze hier auch für jedes Fahrkönnen exzellent geeignet. Wer in der Welle fährt mit gestelltem Kite, mehr surfen möchte, braucht aufgrund einer etwas besseren notwendigen Positionierung ein klein wenig höheres Fahrkönnen, sprich halt ein etwas sensibles Händchen, man muss ihn genauer positionieren. Und insgesamt liegt er in dem Leistungsbereich der Wave-Schirme hier immer noch im absolut oberen Segment. Nichtsdestotrotz ist, wie gesagt, halt ein großes Maß an Begeisterung beim Foilen festzustellen. Das liegt einfach an dieser schnell, präzise reagierenden Lenkung, einer guten Flugstabilität bei hoher Fluggeschwindigkeit und einem hohen Maß an Kontrolle, da das Feedback auf der Bar jederzeit durch die etwas höheren Haltekräfte stets sehr gut ist. Mit dem SST V6 lassen sich wirklich verdammt viele verschiedene Eigenschaften in einem Kite abrufen. Dem Trend der Vielschichtigkeit des Kitesurf-Sports folgend werden hier, wie gesagt, halt das Wave-Surfen, das Twin-Tip-Fahren, also normales Freeriden mit guten Fahrleistungen und auch das Foilen durchweg auf einem sehr hohen Maß bedient. Das Ganze hat aufgrund der sportlichen Eigenschaften, wie gesagt, etwas progressivere Kraftentfaltung, hohe Fluggeschwindigkeit, natürlich den leichten Ansatz, dass das Fahrkönnen hier wenigstens sich im mittleren Bereich befinden sollte, damit der Kite halt nicht, weil er recht reaktiv ist, nicht zu schnell verlenkt wird.
Vergleicht man ihn nochmal in der Welle mit dem restlichen Markt, so gehört er zu den kraftvollen Modellen momentan. Da immer genug Zug vorhanden ist, werden auch schwerere Fahrer sich hierfür durchweg begeistern können. Im Punkto Kite-Foilen und Twin-Tip-Fahren eignet er sich durchweg für alle Gewichtsklassen.